Hallo, ich bin der Manuel Schad von SRS Sports. Heute Technik. Wir sind beim Rudi, SR Racing in Schrobenhausen. Frohes neues Jahr wünsche ich dir. Ja, frohes neues Jahr. Gestern hat er wieder hart gezecht, man sieht's. Ja. Er hat heute die Trompeten sogar mitgebracht vom Feiern. Ne? Ja. Wir haben das Projekt vom JB, nicht JP, sondern JB. Eine R100R, die wird im Style der R90S. Das Motorrad stellen wir aber später vor. Hier geht es jetzt nur um den Auspuff. Und da die Dinger normalerweise da dran sind und es wirklich keinem gefällt, wollen wir auf sowas upgraden. Den Unterschied sieht man deutlich, ne? Was ist das dann für Auspuff? Jetzt darfst du mal reden. Das war der konische Lippen von uns, vom SR Racing. Die schwarzen wir komplett mit der Hand, Innenleben bauen wir selber. Die Endkappe habe ich zum Nierten gemacht, das werden wir später mal rein müssen, Stahlwolle oder Dämmwolle austauschen, dass wir ihn aufmachen können. Ja, ansonsten hat er eine Zulassung, wir können den eintragen lassen. Wir müssen ihn eintragen lassen, wir müssen auf alle Fälle Fahrgeräusch fahren. Ja, was gibt es sonst dazu? Für was war der ursprünglich gedacht? Für die W650, für die Cover ist das, gell, oder? Cover? W650 ist Kawasaki, wenn ich das, ja. Ich habe keine Ahnung. Doch, der Zulassung für die W650. Aber auf einer BMW habe ich den auch schon gesehen. Ist aber dann eintragen wahrscheinlich. Also wie gesagt, wir können die eintragen lassen. Haben halt den Klimmzug mit dem Fahrgeräusch. Das ist Edelstahl, Edelstahl, ja klar, komplett. gerollt. Und hier wird es dann sauber durchgeschweißt. So ähnlich wie die Auspuffanlage vom Johannes. Das Video linke ich jetzt da oben ist es. Da sieht man es, aber da sind sie gekürzt worden damals. Da haben wir kürzere gemacht, ja. Hier ist das Ziel jetzt, dass der JB auch auf der Straße fahren kann. Und deswegen zwei von den Geräten. 2 in 2. Original sind ja diese zwei großen Drüsen dran und jetzt kommen zwei solche. Die hatten früher auch keinen richtigen Mittelschalldämpfer. Wir haben ja auch keinen. Unsere Idee ist, wir arbeiten hier mit den gewohnten Krümmern, wie sie der Rudi schon für mich immer anbietet. Von 38 aufgefaltet auf 40. Machen. Das Y-Rohr ist 1200 EGS ist das. Gehen dann über auf ein zweites Y-Rohr und können hier die zwei Dämpfer anbinden. Warum gehen wir zusammen? Die Theorie ist immer noch, dass wir dann beide Auspuffe bedienen und du hast ja bei dem Boxermotor hier die Zündung und hier ist dann der saugende Takt. Also hast du immer nur einen Schalldämpfer, den du bedienen würdest. In dem Fall hoffe ich, dass wir einfach so leise werden, dass wir es auf die Straße bringen. Weil es fehlt einfach die Hälfte vom Dämpfer, muss man mal sagen. Ne? Ja. Aber das bringen wir schon hin mit den zwei Dämpfern. Jo, was schätzt du, wie lange du an sowas arbeitest? Für die Komplettanlage, wenn ich es ändern muss, mit den Dämpferschweißen, schätzt 2,5 Tage. 2,5 Tage bin ich beschäftigt. Und dann noch putzen und polieren und machen. Und dann polieren und putzen, kann schon einmal 3-4 Stunden rechnen. Also ich sage mal, alles in allem, bis sie fertig montiert ist, 3 Tage. 3 Arbeitstage brauchst du. Das ist das, was die Leute draußen vergessen, ne? Das ist Customizing. Ich finde es cool, weil ich genau sowas für unser Paris-Dakar 84 Projekt gesucht habe. Und jetzt schauen wir mal, wenn das gut aussieht. War ja damals auch die 90S die Ausgangsbasis für die Enduro. Dann könnte man das bei uns auch gleich zum Einsatz bringen. Ne?
Und zu groß ist es nie. So steht da zu Na. groß drauf. Kann nie zu groß sein. Eng ist ein dehnbarer Begriff. Ja, dann glaube ich, hier in dem Fall gehen wir dann unter den Koffern entlang. Und bei uns würde ich es dann so irgendwie machen, ne? So trötenmäßig. Dass es halt geil ist und kann auch laut sein, ne? Im Rallye-Bereich. Würde dir das gefallen? Eine Frau schüttelt den Kopf und meint ja. Ah, okay. Das ist ganz anders geworden wie bei uns. Jo. Okay. Ich wünsche euch jetzt ein gutes neues Jahr. Ich hoffe, dass ihr euren Kader schon wieder los habt. Ne? Holt euch einen Hund, ist einfacher. Wir danken dem Rudi, dass er sich die Zeit für unser Projekt immer nimmt, weil ich weiß ganz genau, dass das Zeug ist, wo am wenigsten Geld verdient ist, weil die meiste Zeit verbrannt ist. Aber so Customize-Auspuff ist einfach, neben einem geilen Motor und einem geilen Rahmen, ist das einfach was das Motorrad ausmacht. Das erste, wo man hinguckt, sind Räder und Auspuff. Tippen quasi. Ja, ist so, ja, weil das ist ja ein Motorrad. Also. Ja. Also danke dir. Euch danke ich fürs Zuschauen. Liked uns, Instagram, Facebook, TikTok oder was sonst. Macht die Glocke an. Ihr könnt Mitglied im Kanal werden. Vielen Dank. Danke dir nochmal. Bis bald, euer Manuel Schad von SWD Sports. Ist noch drauf, ne? Das ist mein Part durchstehen. Schau. Weiß ich nicht, das schafft er schon. Ich habe keine Ahnung.